Hallo meine Werkstattfreunde. In diesem Video geht es darum, wie ich 18650er Zellen teste, lade, Kapazität messe, Innenwiderstand messe, wie ich die aussortiere, welche gut sind, welche schlecht sind, und zwar von A bis Z. Gut, fangen wir an. Als erstes habt ihr da mal irgendein Akku-Pack. Das hier ist jetzt zum Beispiel von einem Scheinwerfer, das von einem Bosch Akku, von einem Akkuschrauber. Zuerst baut ihr die mal aus. Das geht am einfachsten, wenn ihr das mit einem kleinen Seitenschneider, zum Beispiel hier diese Laschen da, das ist der Pluspol und das ist der Minuspol. Beim Minuspol geht ihr am besten da so ran und zieht das so weg. Ich würde immer eine Schutzbrille anziehen, denn je nachdem, die sind da punktgeschweißt, sieht man das, je nachdem wie gut die verschweißt sind, kann es auch schon mal passieren, dass, wenn ihr die weglöst, ein Loch entsteht und dann spritzt es hier raus. Deshalb ziehe ich meistens immer eine Schutzbrille an. Gut, beim Minuspol, die zieht ihr da einfach weg. So. Den Rest, den ich da noch habe, entferne ich auch noch. Gut. Auf der Plusseite ist das ein bisschen anders. Da müsst ihr aufpassen, weil ich habe hier eine Zelle, die ausgepackt ist. Da sieht man es besser. Das ist der Pluspol hier. Und gleich da drüben, das ist der Minuspol. Also wenn ihr jetzt da rangeht und die wegzieht, kann es sein, dass ihr einen Kurzschluss zwischen hier und hier verursacht. Deshalb passt da auf, dass ihr das vorsichtig macht und keinen Kurzschluss verursacht. Gut. Wenn ihr die Zellen rausgelöst habt, hier habt ihr noch so kleine Nasen, die klopfe ich meistens einfach so rein, damit die wieder schön flach sind. Gut, hier haben wir die Zellen rausgelöst. Als erstes messe ich die mal durch. Und zwar schaue ich mal, was die noch für eine Spannung haben. Also die hat jetzt 4,14. Vorne steht jetzt ein Minus. Das ist aus dem Grund, weil ich hier mit dem Pluspol vom Multimeter auf dem Minuspol der Batterie bin. Wenn ich das so messe, seht ihr kein Minus mehr. Jetzt habe ich den Pluspol auch auf dem Pluspol der Batterie. Gut, 4,15, 4,16, 4,14, 4,13. Also, die Batterien sind mal so gut. Was ihr auch messen könnt, ist zum Beispiel den Durchgang. Wenn ihr jetzt das Multimeter auf Durchgang stellt, müsst ihr jetzt beachten, wenn ihr jetzt mit dem Plus auf den Pluspol geht, da hört ihr keinen Pieps. Um den Durchgang zu prüfen, müsst ihr mit dem Minuspol auf den Pluspol und dann sollte es piepsen. So. Wenn da kein Pieps kommt, könnt ihr die Zelle sowieso direkt entsorgen. Ich glaube, ich habe da irgendeine. Moment schnell. Ja, die hier. Kein Pieps. Mal schauen, ob die noch eine Spannung hat überhaupt. Ja, nein, die hat auch keine Spannung mehr. Das kommt sowieso gleich weg. Gut. Ich prüfe die Zellen noch schnell auf Beschädigungen, ob die Beulen, Kratzer, Rost oder etwas haben. Wenn ja, kommen die auch gleich ins Recycling.
Gut. Als nächstes schaue ich mal, was sind das überhaupt für Zellen? Jetzt haben wir hier, sieht man das? Das ist hier steht es, das ist eine ICR 18650 26J von Samsung SDI HI4T. Jetzt schaue ich mal zuerst, was sind das überhaupt für Zellen? Da gehe ich mal schnell an meinen Computer und dann zeige ich euch auch nachher, wie man den Innerwiderstand misst, wie ich die in meine Liste eintrage, damit ich nachher entscheiden kann, was ich mit den Zellen machen, für was das die noch zu gebrauchen sind. Gut, ich bin jetzt an meinem PC, zum Beispiel hier auf der Seite voltaplex.com oder secondlifestorage.com, encon.nl, gibt ganz viele Seiten, wo man nachschauen kann, was die Batterien für eine Spezifikation hat. Ich gehe jetzt mal hier auf die Voltaplex-Seite, gebe hier oben mal ein, was auf der Batterie stand. Zum Beispiel die hier. Gut, das ist jetzt eine andere Zelle als die ich vorhin euch gezeigt habe. Wenn ihr da runterfährt, könnt ihr da auf Spezifikationen gehen und da habt ihr eigentlich alle Angaben dieser Zelle. Wichtig für mich, Nominalspannung 3,6 Volt, Entladeschlussspannung nicht unter 2,5 Volt. Die Kapazität hat die Original 1500 mAh, also 1,5 Ampere-Stunden. Konstant laden kann man die mit 4 Ampere Maximum. Das ist noch wichtig, maximal Entladestrom 18 Ampere. Was ist da noch wichtig? Hier sieht man noch die Watt. Für mich auch noch wichtig die Chemie, NCA hier, wie die Zelle aufgebaut ist, aus welchen Materialien. Da steht sogar noch, wie viel der Lebenszyklus, also ihr könnt mal mindestens 250 Mal laden. Gut, auf solchen Seiten kriegt ihr die Informationen über die Zelle, die ihr habt. Dann mache ich hier mal meine Excel-Tabelle auf. Ich habe mir da so eine Excel-Tabelle geschrieben. Alles was gelb ist, hier trage ich mal die Daten ein, die ich vorhin ausgelesen habe. Also Farbe und Datumausbau. Grün das Datum. Dann Typ Zelle, das was auf der Batterie steht. Ich schreibe mir immer noch hin, von was habe ich die ausgebaut. Also diese Batterien waren jetzt von einem Dyson Akku, ein 6S, das bedeutet 6 in Serie geschaltet. Nominalspannung, der Innenwiderstand, wenn ihr den findet auf den Datenblättern, der ist nicht immer angegeben. Die Kapazität, Wattstunden, maximal Entladestrom 18 Ampere, Maximum laden kann man die mit 4 Ampere, Chemie NCA und Cycle Life 250 Minimum. Gut. Die Zellen, die ich vorhin getestet habe, die Spannung gemessen habe, trage ich hier mal ein, nummeriere die Zellen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter und trage hier mal die Ist-Spannung rein zu dem Zeitpunkt, wo ich die ausgebaut habe. Gut, dann Innenwiderstand schreibe ich hier rein, zeige ich euch nachher, wie ich das mache. Und dann lasse ich die Zellen, knall ich die in mein Ladegerät rein, respektive in mein Kapazitätsmessgerät. Schreibe hier das Datum rein, wo ich das gemacht habe. Die sind dann vollständig aufgeladen.
auf Ladeschlussspannung 4,2 Volt, messe den Innenwiderstand, sollte immer bei Raumtemperatur gemacht werden. Je höher, also je kälter es ist, desto höher ist der Innenwiderstand. Trage mir auch alles da rein. Dann das Ergebnis der Kapazitätsmessung trage ich mir hier rein. Dann lasse ich die Batterien 30 Tage liegen. Und nach 30 Tagen messe ich die nochmals durch. Ihr seht hier, 1 Monat später messe ich die Zellen. Da kann ich sehen nachher, wie viel Spannung haben die verloren in den 30 Tagen. Schreibe hier hinten wieder den Innenwiderstand rein. Und am Schluss sehe ich hier das Ergebnis, was mit den Zellen, welche noch zu gebrauchen sind und welche nicht. Also beim Testen, wenn ich eine Zelle habe, die unter 2,5 Volt habe, die wird auch gleich aussortiert, weil die ist tiefenentladen. Man kann gewisse Zellen noch brauchen, die auch darunter liegen, aber das ist dann ein anderes Thema. Für mich, ich sortiere die aus. Alles unter 2,5 Volt wird bei mir aussortiert. Gut, am Schluss kann ich dann da vergleichen. Zum Beispiel diese Zelle, Zelle Nummer 1. Die hatte 1144 mAh, wurde aufgeladen auf 4,2 Volt und hat jetzt nur noch 4,07 Volt nach 30 Tagen. Also die hat es relativ schnell, hat die sich selber entladen. Ich sage mal, also alles was über 3% Verlust ist, die sortiere ich auch aus. Ihr seht das hier, hier habe ich ein X gemacht, die brauche ich dann nicht mehr. Die anderen sind okay, hier auch, die hat nur noch 4,03 nach 30 Tagen, die sortiere ich auch aus. Mit den anderen Zellen kann man was anfangen. Ihr seht hier, die haben zwischen 4,14 bis 4,15 Volt noch. Und von den Kapazitäten her sind die auch alle gut, aus denen kann man noch was machen. Auch der Innenwiderstand, je nachdem was ihr vorhabt, zu dem Thema komme ich nachher noch. Ich sage jetzt mal, wenn die über 100 Millionen haben, sortiere ich die auch aus. Wobei man kann die auch noch brauchen für irgendwelche Taschenlampen, einfach ja, Geräte, die nicht sehr viel Strom ziehen. Für irgendein Akku-Pack könnte man das noch gebrauchen. Es kommt immer darauf an, was ihr damit vorhabt. Wenn ihr zum Beispiel eine Powerwall baut, ja, dann nehme ich eigentlich nur die besten Zellen, auch mit hohen Kapazitäten. Kapazitätsverlust ist natürlich auch etwas, oder wenn ihr hier seht, diese hat 1203 mAh noch, original hat die 1500, also der Verlust ist da gering, das sind ja ungefähr 80%, hat die mindestens noch. Alles über 70-80% Kapazität, die behalte ich. Ich sage jetzt mal, wenn die unter 50% Kapazität haben, dann entsorge ich die auch. Ja, wobei eben, wenn ihr eine super Zelle habt, die original 3200 mAh hat und die hat noch 1600, könnt ihr die eventuell trotzdem noch brauchen für irgendein Powerpack. Nicht ein Powerpack, ich meine so eine Ladestation, wie sagt man dem? Eine Powerbank, meinte ich. Oder eben für Taschenlampe. Das ist immer individuell, was für Bedürfnisse ihr habt. Gut, jetzt gehen wir zurück an den Werkbank. Dann zeige ich euch, wie man den Innenwiderstand misst, wie man die lädt, wie man die Kapazität misst. Kapazität respektive Innenwiderstandsmessung. Für die Innenwiderstandsmessung gibt es eigentlich nur eine Version mit so einem Gerät. Das ist extra dafür gemacht, um Innenwiderstände zu messen. Das ist ein YR1035 Plus. Kriegt ihr bei AliExpress für 40 Euro.
Es gibt eigentlich fast keine anderen Wege. Ihr braucht ein professionelles Innenwiderstandsmessgerät, weil die messen im Wechselstrom und vor allem mit 4 Kabel. So wird das genau. Ich zeige euch noch eine andere Version. Das könnt ihr auch mit eurem Kapazitätsmessgerät kann man das auch machen, wobei es ist extrem ungenau, aber das zeige ich euch nachher. Also wenn ihr echte Werte wollt, braucht ihr so ein Gerät. Gut, jetzt schauen wir mal. Halten wir das so ran, drücken es rein. Jetzt sehen wir, diese Batterie hat 57,2 Milliohm und 4,16 Volt. Ich zeige euch jetzt noch den anderen Wert, wie man das mit dem Opus-Gerät zum Beispiel misst, wobei das ist eben ungenau. Wo habe ich das Teil? Hier habe ich so eins. Gut, wenn ich jetzt zum Beispiel da diese Batterie, die ich eben gemessen habe, hier reinmache, plus minus nicht vertauschen. Jetzt stelle ich mal den Modus auf Quicktest. Jetzt macht er eine Innenwiderstandsmessung. Wie ihr seht, hier habt ihr 102. Das ist auch klar, weil der Widerstand hier von der Aufnahme wird natürlich auch dazu gerechnet. Also im Endeffekt müsst ihr immer etwa 30 bis 40 Milliohm abziehen, damit ihr ungefähr einen Anhaltspunkt habt, wie der Innenwiderstand ist. Aber eben, wenn ihr kein professionelles Innenwiderstandsmessgerät habt, es geht auch mit dem, ungefähr zu schauen, ob die Zelle noch gut ist. Gut. Habe ich mir dann auch im Datenblatt notiert, das ihr vorhin gesehen habt. Jetzt geht es darum, alle Zellen laden. Und dieses Messgerät, das kann laden, entladen und auch die Kapazität messen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel hier macht da mal eine Zelle rein. So, im Modus könnt ihr hier laden, entladen und hier Refresh könnt ihr noch machen und ein Charge-Test. Das Gute an diesem Messgerät ist, ihr könnt den Strom für jeden Slot einzeln einstellen. Also ich liebe dieses Messgerät, das ist ein BTC3100 von Opus, kostet auch ungefähr um die 30 Euro. Wenn ich jetzt den Charge-Test habe, ich lade die meistens, mache ich den Charge-Test mit 1 Ampere. Das vertragen die. Sieht man ja im Datenblatt, wie viel das die vertragen. Und dann startet der, dann lädt er die Batterie zuerst komplett auf, dann entlädt er die und vom vollen Zustand bis zum leeren Zustand ermittelt er die Kapazität. Die wird dann nachher hier angezeigt. Und diese Kapazität trage ich mir dann auch wieder in mein Datenblatt ein. Hier habe ich ein paar Zellen, da habe ich den Kapazitätstest schon durchgeführt. Ihr seht, und wenn die fertig ist, seht ihr hier unten die Kapazität. Die trage ich mir gleich hier auf die Zelle auch auf. Was die noch für Kapazitäten haben. Zum Beispiel diese haben alle ungefähr zwischen 1 Amperestunden und 1,2 Amperestunden. Ja, für was könnte man die noch brauchen? Eben zum Beispiel mit sowas hier. Das ist eine Powerbank. Die kann ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück könnte ich da reinmachen. Also wenn ich 7 mal 1,2 Amperestunden da reinmache, dann habe ich 8,4 Amperestunden. Eine Powerbank mit 8,4 Amperestunden, ja, das kann man noch gebrauchen. Also das
funktioniert noch. Was ihr aufpassen müsst bei so etwas, wenn ihr da die Batterien reinmacht, die sind dann alle parallel geschaltet. Das bedeutet, die gleichen die Spannung unter sich aus. Also die Spannung jeder einzelnen Batterie, die muss gleich sein. Also alle Spannungen müssen den gleichen Wert haben. Weil wenn ihr zum Beispiel hier eine 4,15 Volt Zelle reinmacht und hier eine 3,2 Volt Zelle, dann versucht die oben die unten auszugleichen. Da fließen extrem große Ströme. Also ich lade die alle immer komplett auf. Ein sogenanntes Top Balancing, dass alle Zellen den gleichen Wert haben und dann kann ich die da reinlegen. Jetzt gibt es noch ein bisschen Theorie. So eine 18650er Zelle, die hat eine Nominalspannung zwischen 3,6 und 3,7 Volt. Wenn die entladen ist, haben die ungefähr 3 Volt. Die meisten Steuerungen schalten die bei 3 Volt aus oder 3,1. Voll geladen sind die bei 4,2 Volt. Was bedeutet das nun für uns? Gehen wir mal davon aus, diese Zelle hat 2000 mAh und wir wollen einen Akku bauen, zum Beispiel so etwas. Da hat jetzt 4 Zellen drin. Der hat 7,4 Volt und 5,2 Ampere-Stunden und 38,48 Wattstunden. Wie ist sowas aufgebaut? Das ist jetzt ein sogenannter 2S 2P Akku. Das bedeutet, 2 Zellen sind seriegeschaltet und 2 Zellen parallel. Das bedeutet, wir haben hier mal die 2 Zellen, die parallel sind. Die sind hier verbunden und hier verbunden. Jetzt, diese Zelle hat 2 Amperestunden, also 2000 Milliampere-Stunden. Und diese auch, die müssen immer die gleiche Kapazität haben. Das ergibt total 4 Amperestunden. Wenn ich da 10 ran schließe in parallel, dann haben die 10 mal 2 Amperestunden, also 20 Amperestunden. So, die haben jetzt 4 Amperestunden in parallel, aber immer noch 3,6 oder 3,7 Volt. Aber wir müssen ja hier auf die 7,4 Volt kommen. Also machen wir dasselbe nochmals hier vorne. Nochmals 2 Batterien parallel. So. Und jetzt verbinden wir die in Serie. Hier haben wir das Minus und hier haben wir das Plus. Jetzt haben wir hier 4 Amperestunden. Hier haben wir auch 4 Amperestunden. Die Nominalspannung von 3,7 Volt, die ist bei den beiden und bei den beiden. Und durch die Serieschaltung der beiden ergibt das ein Total von 7,4 Volt. Und die Kapazität, die bleibt bei 4 Amperestunden. Egal wie viel das ihr in Serie schaltet, es addiert sich immer nur die Spannung. Und wenn ihr die parallel schaltet, egal wie viel im Parallel, dann erhöht ihr die Kapazität. Also in diesem Fall hier sind das Zellen drin mit einer Nominalspannung von 3,7 Volt und die hat 5200 mAh. Das bedeutet, die haben da Zellen drin mit einer Kapazität von 2600 mAh. So ist das aufgebaut. Gut, zum Beispiel so ein Hoshi hier, das ist ein E-Bike-Akku. Der hat jetzt 36 Volt und 14 Amperestunden. Das bedeutet, der hat 10 in Serie. Und damit ihr auf die 14 Amperestunden kommt, wird der wahrscheinlich, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber wahrscheinlich wird er 3,5 Amperestunden haben und 4 parallel. So kommt man auf die 14 Amperestunden. Gut, was ist jetzt für uns wichtig?
Da muss man noch Ströme beachten, zum Beispiel hier. Der Verbraucher ist eigentlich das Wichtigste. Was habt ihr für einen Braucher? Zum Beispiel bei so einem E-Bike-Akku. Was soll der betreiben? Wenn der zum Beispiel einen 500 Watt Motor betreibt oder einen 250 Watt Motor, da sind die Ströme wichtig, damit es uns nicht die Kabel durchbrennt. Gehen wir mal hier. Das ist jetzt ein 12 Volt Akku. Der hat 3S, 3P. Immer 3 sind parallel geschaltet, 3 Zellen, und dann 3 in Serie. Das ergibt dann am Schluss einen 12 Volt Akku. Gehen wir davon aus, dass eine Zelle 2000 mAh hat, also dann hat er 6000 mAh oder 6 Ampere-Stunden, das ist das gleiche. Also so wie ich das hier gezeichnet habe, kommen da 12 Volt raus und 6 Ampere-Stunden. Jetzt gibt es noch die Leistung. Leistung ist P und P gleich U mal I. Wenn wir die Leistung wissen wollen, dann berechnen wir U die Spannung, die 12 Volt, mal I den Strom. Dann haben wir 12 mal 6 ergibt 72. Also P gleich 72. Und das sind jetzt Wattstunden. Das bedeutet, was bedeutet Wattstunden? Das bedeutet, diese Batterie kann während einer Stunde 72 Watt abgeben. Oder zum Beispiel, diese Batterie kann während 2 Stunden die Hälfte von 72 abgeben. Das wären dann 36 Watt. Also die könnte 36 Watt 2 Stunden lang abgeben. Oder ebenso wie es hier steht, 72 Watt eine Stunde lang. Gut, für was ist das jetzt auch noch wichtig? Wenn wir so einen Akku bauen, müssen wir zuerst wissen, was für ein Motor oder was betreiben wir damit und was sind die Leistungen von dem. Gehen wir mal davon aus, nehmen wir gerade dieses Beispiel hier. Das ist ein 36 Volt Akku und hat 14 Ampere-Stunden. Gut, jetzt rechnen wir das wieder mit der Formel schnell zusammen. Das gibt 36 mal 14 gleich 504 Wattstunden. Also, dieser Akku kann eine Stunde lang 500 Watt abgeben oder 2 Stunden lang 250 Watt. Also wenn wir ein E-Bike bauen mit einem 250 Watt Motor, würde das jetzt zum Beispiel gehen, oder ein E-Scooter. Jetzt ist aber wichtig, was für Ströme fließen da. Wichtig ist immer der Verbraucher, also der Motor. Sagen wir nehmen den 250 Watt Motor und haben einen 36 Volt Akku. Jetzt rechnen wir mal den Strom aus, der dieser zieht. P gleich U mal I. Aber wir wollen den Strom wissen, I. Also I gleich P durch U. Gibt die Leistung 250 Watt geteilt durch 36. Gibt 6,94 Ampere. Also, wenn der Motor läuft, zieht er knapp 7 Ampere aus der Batterie. Das bedeutet, unsere Batterien müssen auch für 7 Ampere ausgelegt sein. Ihr habt vorhin auf den Datenblättern der Batterie gesehen, wie viel die kontinuierlich abgeben können. Also ihr könnt hier keine, ich sage jetzt mal, Laptop-Batterie verwenden, die Maximum nur 5 Ampere abgeben kann. Ihr müsst da schon eine stärkere Zelle haben, die
mehr abgeben kann. Jetzt verändert sich das Ganze noch. Dieser Strom haben wir jetzt berechnet bei der Nominalspannung von 36 Volt. Aber wie sieht das aus, wenn der Akku voll geladen ist? Voll geladen, 4,2 Volt mal 10 in Serie, das ergibt 42 Volt. 42 Volt, die Leistung 250 Watt geteilt durch die 42 ergibt 250 durch 42 gleich 5,95 Ampere. Gut, vollgeladen zieht er weniger. Vorhin hatten wir fast 7 Ampere. Jetzt aber, wie sieht es aus, wenn die Batterie leer ist? Bei 3 Volt. 3 Volt, 10 in Serie, also der hat eine Schlussspannung im entladenen Zustand von 30 Volt. Wenn wir jetzt das wieder rechnen, 250 geteilt durch 30, da sehen wir, aha, 8,33 Ampere. So, ihr seht jetzt vom Nominal, von den knapp 7 Ampere, wenn der Akku auf 30 Volt runtergeht, dann zieht der auf einmal mehr Strom, der zieht dann 8,33 Ampere. Also müssen vor allem auch diese Verbindungen hier auf das ausgelegt sein. Wenn ihr hier Verbindungen macht, müssen diese Verbindungen den Querschnitt, der muss genug groß gewählt sein, damit da auch 8,33 Ampere durchfließen kann. Sonst, wenn ihr hier nur dünne Drähte habt oder nur eine Verbindung, dann brennen euch da die Verbindungen durch. Jetzt kommt noch etwas anderes dazu. Wir haben noch Widerstand. Das ist dann ein anderes Thema, was man auch einberechnen muss. Dann, wenn ihr zum Beispiel anfährt an einem Berg, dann zieht der Motor auch viel mehr Strom raus. Also das muss alles einberechnet werden, wenn man zum Beispiel einen E-Bike-Akku baut. Wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Akku bauen wollt, was müsst ihr beachten? Das ist eben ein 2S2P-Akku, 2 Zellen in Serie, wieder 2 Zellen parallel, wieder 2 Zellen parallel und dann in Serie geschaltet. Dann kommen wir eben auf die 7,4 Volt. Und die Kapazität errechnet sich diese plus diese, gibt dieses Total und diese Kapazität plus dieses gibt dieses Total. Da müsst ihr schauen, eben wenn ihr das baut, Zellen voll laden, Top Balancing, dass die alle die gleiche Spannung haben. Dann pro parallele Verbindung, dass die Kapazität ungefähr gleich ist. Also diese hat ungefähr die gleiche Kapazität wie diese. Ihr schaut auch, dass der Innenwiderstand ungefähr gleich groß ist. Also wenn die verschiedene Innenwiderstände haben, dann baut ihr die so zusammen, dass immer die parallele Gruppe ungefähr den gleichen Innenwiderstand hat. Egal wie viel ihr so ranhängt oder so noch ranhängt. Gut. Wichtig auch, damit ihr das wisst, Lebensdauer erhöhen von solchen Akkus oder E-Bike-Akkus. Wenn ihr die nicht tiefer runterfährt als 20% und nicht höher lädt als 90%, dann halten die viel, viel länger. Die Zellen haben es eigentlich gar nicht gerne, wenn die voll aufgeladen werden oder zu tief entladen werden. Deshalb, wenn ihr ein intelligentes Ladegerät habt, das ihr einstellen könnt, bis wohin das es lädt oder wenn die Ladeschlussspannung erreicht ist, eben von 20 bis 90% irgendwo in diesem Bereich, dann halten die Akkus viel länger. Wenn ihr den Akku länger nicht braucht, die haben es auch gar nicht gern, wenn ihr die voll geladen ein halbes Jahr liegen lässt, zum Lagern am besten irgendwo bei 50%. Gut, jetzt geht es doch schnell um den permanenten maximalen Entladestrom, die so eine Zelle abgeben kann. Das sehen wir ja eben im Infoblatt dieser Zelle, was die permanent maximal abgeben kann.
wenn ihr Zellen habt, die irgendwie Maximum 3 bis 5 Ampere abgeben könnt, die könnt ihr verwenden für Taschenlampen oder eben für so etwas hier. Die sind jetzt alle parallel drin. Da kann ich mein Handy laden damit. Da hat es einen Step-Up-Booster drin, der die 3,6 Volt erhöht auf 5,2 Volt, damit ihr USB-Geräte anschließen könnt. Und die können sowieso nicht mehr als 2,4 Ampere abgeben oder 2 Ampere abgeben. Also da könnt ihr diese Zellen auch mit hohen Innenwiderständen könnt ihr da reinpacken. Das reicht wahrscheinlich etwa etwa 5-mal mein Handy zu laden. So etwas zum Beispiel, das ist jetzt von einem Scheinwerfer, von so einem Scheinwerfer. Bei diesem Scheinwerfer hier, wir sehen, der hat 10 Watt, sieht man es, jawohl, 10 Watt. Wir wissen jetzt, wie wir das ausrechnen, wenn wir die 10 Watt geteilt durch die 7,4 Volt nehmen, dann fließen da 1,35 Ampere, also muss die Zelle mindestens, ich sage jetzt mal 2 Ampere permanent abgeben können. Für irgendein Akku für einen E-Scooter oder so, da reichen meistens schon Zellen, die 10 Ampere abgeben können. Bei großen Motoren oder 500 Watt Motoren, da müssen es dann schon vielleicht 15 oder 20 Ampere sein, die kontinuierlich abgeben kann. Am meisten Strom braucht so etwas hier, so ein Akku-Pack für eine Bohrmaschine. Da hat es meistens Zellen drin, die permanent 25 oder 30 Ampere abgeben können. Also das muss so beachtet werden, damit euch die Zellen nicht durchbrennen oder kaputt gehen.